Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um den Anrufschutz von Telos UG für die Fritzboxen. Das heißt, es ist explizit ein Zubehörartikel zu Fritzboxen und deswegen steht hier auch symbolisch die Fritzbox 6660. Natürlich muss es nicht explizit diese Fritzbox sein, sondern eine Fritzbox mit mindestens FritzOS 27. Später gehen wir noch kurz in die Details, warum das so ist. Zu Beginn des Videos erstmal ganz klar, ich wurde letztes Jahr von Telos angeschrieben, hey, magst du mal das Produkt von uns testen, ist ein Anrufschutz, ist eine sinnvolle Sache aus unserer Sicht, vielleicht auch für deine Zuschauer. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich selber habe jetzt mit Festnetz, also ich selber nutze Festnetz nur eher rudimentär, also eher selten, bin auch von Werbeanrufen nicht wirklich betroffen und dementsprechend ist es jetzt nicht so das Produkt, was ich selber gut testen kann. Ja, ich kann das bei mir einrichten und dann wird wahrscheinlich nichts passieren, weil sowieso über Festnetz bei mir niemand anruft. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, gebt mir doch mal ein paar Lizenzkeys. In diesem Fall insgesamt 4 Stück. Gebt mir die mal und ich schaue mal, ob ich in meinem Umfeld ein paar Probanden finde, die das Produkt mal ausprobieren wollen. Und genau so hat das Ganze dann auch stattgefunden. Also ich habe bei ein paar Bekannten das entsprechend eingerichtet in denen ihren Fritzboxen, die natürlich ausreichend aktuell sein mussten, das ist klar. Und dann habe ich das Ganze einfach mal eine Zeit lang laufen lassen und kann jetzt quasi auf Basis deren Erfahrungen berichten, ob sich das Produkt lohnt oder eben gegebenenfalls auch nicht oder welche Schwierigkeiten auftreten können, etc. Als erstes mal ganz klar, wie funktioniert das überhaupt? Vom Prinzip her ist Telos UG eine Firma, kann man sagen, bei der Rufnummern erkannt werden, also sprich, die werden dort eingepflegt und dann geratet. Also sprich, auf Basis von Bewertungen wird eben entschieden, ob eine Rufnummer eher seriös ist oder eher unseriös. Das heißt, so negativer eine Rufnummer auffällt, desto höher wird sie auch geratet. Ne? Klingt soweit ja ganz plausibel und ist ja auch logisch. In der Fritzbox gibt es seit FritzOS 27 die Möglichkeit, Telefonbücher von extern, also aus dem Internet zum Beispiel, via CardDAV einzubinden. Und genau dieser Funktion bedient sich dieses Produkt dann auch. Man bekommt hier vom Prinzip her einen API-Key, der es einem ermöglicht, eben ein bestimmtes Telefonbuch automatisiert abzufragen und natürlich aktualisiert sich das auch automatisch. Das wird dann wie folgt eingerichtet, man legt ein neues Telefonbuch an, konfiguriert dort die Internetadresse des CardDAV-Servers, gibt einen Benutzernamen ein, das ist in diesem Fall Telos Fritz und dann gibt man als Kennwort den API-Key ein, den man hier eben mit dieser Lizenz erhält. Und dann hat man vom Prinzip her ein Telefonbuch mit den Scores oder den Rufnummern, die die Scores 7 bis 9 besitzen. 7 bis 9, das sind so die unseriösesten Rufnummern. Natürlich Rufnummer, die jetzt einen Score von 5 hat, die ist vielleicht auch schon nicht mehr so seriös, die ist aber nicht inbegriffen. Also das muss man an der Stelle noch sagen. Also wirklich nur die ganz unseriösen Rufnummern sind hier dann quasi mit drin. Wenn ich dieses Telefonbuch eingerichtet habe, dann passiert natürlich erstmal nicht viel. Bekomme ich jetzt einen Anruf von einer unseriösen Nummer, also zumindest nach dem Rating her, dann wird mir das natürlich im Telefon jetzt angezeigt. Ich brauche natürlich ein Modell, wo das angezeigt werden kann, das ist klar. Alternativ, und darum geht es eigentlich vom Prinzip her, ist, dass ich eine Blockliste anlege. Das heißt, auf Basis des Telefonbuchs, was wir jetzt eingerichtet haben, wird dann eine Rufbehandlung konfiguriert, genauer gesagt eine Rufsperre. Und dort geben wir dann eben quasi dieses Telefonbuch an und dann werden alle Rufnummern, die in diesem Telefonbuch vorkommen, quasi blockiert. Soweit, so gut. Klingt erstmal nach einer ziemlich soliden Sache. Und vom Prinzip her ist es auch so. Ich habe bei mehreren Leuten das Ganze getestet und ich kann jetzt hier Folgendes berichten. Person 1 war sehr zufrieden mit dem Produkt. Man sieht auch in der Anrufhistorie, dass wirklich regelmäßig Rufnummern geblockt werden und die Person war auf jeden Fall sehr glücklich über das Produkt. Ist damit zufrieden. Person Nummer 2 oder Familie Nummer 2 ist so mittelzufrieden. Das heißt, eine Verbesserung ist wohl spürbar. Also es sind wohl weniger Werbeanrufe, aber es ist auch nicht komplett werbefrei. Das heißt, eine manuelle Konfiguration von einer Blockliste ist nach wie vor erforderlich, um eben neue Rufnummern eben dann selber einzupflegen. Bei der ersten Person wäre es zum Beispiel so, dass die Person gesagt hat, ja, würde sie sich kaufen. Person Nummer 2
war sich da noch nicht so sicher. Und jetzt kommen wir zu Person Nummer 3. Das war eigentlich so der interessanteste Punkt. Da hat nämlich das Produkt dann tatsächlich auch für Fehler gesorgt. Ich fand es sehr unterhaltsam. Und zwar ging es dort um Folgendes. Hier sind ja alle möglichen negativen Rufnummern drin, unter anderem natürlich die ganzen Service-Hotlines von Internetprovidern, von irgendwelchen TV-Anbietern und so weiter, ne? Alles, was man halt so kennt. Und dort war es halt so, dass diese Person einen bestimmten Service gekündigt hat, aber mit dem Hintergedanken, dass die mich jetzt anrufen, damit ich ein besseres Angebot bekomme. So, diese Anrufe gab es auch, aber die wurden hiervon alle geblockt. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, weil ich mich mal so unterhalten habe. Und dann, ja, habe ich gemacht und so weiter, keine Anrufe bisher bekommen, etc. Dann habe ich mal reingeguckt und dann schon gesehen in der Anruferliste, oh, da sind die Anrufe ja alle. Das hat mich natürlich dann auch darauf gebracht, wie kriege ich das jetzt sinnvoll gelöst in so einem Szenario. Und da muss ich halt leider sagen, die Fritzbox hat nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Und dort ist es tatsächlich so, ich kann keine Allow-List konfigurieren oder in alter Sprache Whitelist, die dann dafür sorgt, dass eben der Ruf trotzdem durchkommt. Das kann man nicht konfigurieren in der Fritzbox. Und das wiederum führt dann dazu, dass ich entweder das Telefonbuch bearbeiten muss. Das heißt, ich gehe jetzt hin in der Fritzbox, wähle das Telefonbuch aus und lösche dort die betroffene Rufnummer raus. Dann habe ich aber das Problem, über das CardDAV-System wird dieses Telefonbuch natürlich automatisch wieder aktualisiert und dann ist die Rufnummer wieder da. Das heißt, das ist nur eine sehr kurzfristige Lösung, die hier natürlich jetzt nicht sinnvoll war. Letztendlich hat es dazu geführt, dass wir bei der betroffenen Person eben die Blockierung wieder deaktiviert haben und dort ist es dann wirklich nur eine Erkennung, also sprich, man bekommt im Telefon angezeigt, Teloscore 7, sage ich jetzt mal, und Dienst XYZ. Was natürlich nicht ganz so bequem ist. Insgesamt kann man deswegen sagen, das Produkt lohnt sich nicht für jeden. Ne? Also wenn ich das jetzt mal mit einem Fazit verknüpfen kann sozusagen, würde ich sagen, wenn man regelmäßig Probleme hat mit Werbeanrufen und auch wirklich auch persönlichen Problemen damit hat, dass es einen wirklich nervt und man alles dafür tun würde, dass das aufhört, dann ist das definitiv ein sinnvolles Produkt, weil es zumindest mal den gröbsten Schmutz an Rufnummern eben blockiert. Das macht auf jeden Fall schon mal viel aus. Mitunter, wenn man halt stark betroffen ist. Ist man nur so selten betroffen, dann muss man sich das halt überlegen. Man kann einzelne Rufnummern ja auch problemlos in eine Blocklist setzen. Also das ist jetzt auch nicht der Riesenaufwand. Ja, und dann gibt es gegebenenfalls auch noch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch Rufnummern blockiert, die man gar nicht blockieren möchte. Also die False-Positive-Gefahr ist halt auch noch da. Es gibt also unterschiedliche Szenarien, wie man das, denke ich mal, ganz gut gesehen hat. Es gibt Leute, für die lohnt sich das Produkt, es gibt Leute, für die lohnt sich das Produkt halt weniger. Und das muss man an der Stelle selber entscheiden, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Wenn du aber wirklich Probleme hast mit Werbeanrufen, das wirklich sehr, sehr penetrant auch ist, dann würde ich es mir halt wirklich mal überlegen, ob man den Anrufschutz mal ausprobiert. Wie gesagt, allzu teuer ist das Produkt ohnehin nicht. Und dann sieht man ja sofort oder relativ zeitnah, ob sich das für einen lohnt. Klar ist natürlich, muss man halt probieren. Ne? Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist bei jedem jetzt genau das, was man haben will. Es kommt ja darauf an, was für Rufnummern rufen mich an. Ja, ich würde mal sagen, insgesamt ein ganz interessantes Produkt. Ganz smart, wie gesagt, wichtig nochmal, mindestens FritzOS 27 braucht die verwendete Fritzbox, dann kann man das Ganze einrichten. Und ja, würde mich mal interessieren, was du von diesem Produkt hältst und an dieser Stelle wünsche ich dir aber eine schöne Woche und gerne bis bald.